God, thank you for this day. Thank you for this amazing opportunity to share about your word. I pray that you speak with us, and Father, you're welcome here. We want to learn from you. We want to have our hearts open for what you have for us. Help us through the book of Psalms to learn how to worship you and praise you in the way that you like to be praised and to be worshipped. I pray that this lecture will be smooth and easier than the last days, that we will be refreshed, and that will be a time of fun, a time of understanding more about your word, but not as hard as the other lectures, but that we will enjoy your presence. So speak with us and just teach us your word. Yeah, this morning is, I think I'm losing my voice. This morning we're going to study the book of Psalms. Heute Morgen werde ich euch über die Psalmen berichten. And it's a much easier book than the other ones that we studied. Und es ist ein einfacheres Buch als die letzten, die wir jetzt schon durchgegangen sind. And my plan for this morning is to be more like a ease class. Und ich wünsche mir, dass es heute Morgen eine einfachere Zeit wird. And that we'll enjoy God's word and just have this atmosphere of worship. Und ich wünsche mir, dass wir wirklich Gottes Wort genießen können und in Anbetung sein dürfen. So I try my best to finish class a little bit earlier, so we can have some time of a meditation in the Word of God. Und ich versuche, dass wir vorher vor dem Ende mit dem Unterricht fertig sind, sodass wir uns noch Zeit im Lobpreis nehmen können und Meditation. Because this is what the book of Psalms is all about, meditating in God's presence and acknowledging Him and worshiping Him. So das ist, worum es in dem Buch der Psalmen geht, über das Wort zu meditieren und Gott besser kennenzulernen. And hopefully after that you will use this book as a tool to meditate in God's Word and be in His presence. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr das jetzt gelehrt habt und studiert habt, dass ihr selber auch die Psalmen nutzt, um darüber zu meditieren. Did you enjoy reading the book of Psalms in your small groups? Habt ihr es genossen, die Psalmen zu lesen? Much more like refreshing and chill. Yeah. So the book of Psalms is a book that is known for almost everyone, right? Die Psalmen sind fast bei jedem bekannt. I still remember growing up, my grand-grandmother had Psalm 23 open on top of the table there, so everyone passed by the Bible would see Psalms open. Also meine Urgroßmutter, die hatte, als ich klein war, immer den Psalm 23 offen da liegen, also wer vorbei lief, der konnte das lesen. I think there's a belief that if you left the Bible open on Psalms 23, your house is going to be blessed. God is your shepherd. Also ich denke, dass sie glaubte, wenn du Psalm 23 offen liegen hast, dann wird Gott dich segnen als den Hirten. You don't really need to read it, you just need to let it open according to them. Du musst es nicht wirklich lesen, sondern einfach es nur offen da liegen haben. Yeah. So the book of Psalms is known for, even if you don't read your entire Bible, probably you spend some time reading the book of Psalms. Also auch wenn du nicht die ganze Bibel lesen würdest, würdest du dir auf jeden Fall Zeit nehmen, um die Psalmen zu lesen. Because it's quite an easy book to read. Und es ist ein ziemlich einfaches Buch, wenn man es lesen möchte. It's a long book, but it's an easy one that you can get a chapter and read it and meditate. Also es ist ein ziemlich langes Buch, aber es gibt kurze Kapitel, die man schnell lesen kann. And even though the book of Psalms was written so long ago, it's still so applicable to our lives today. Und auch wenn die Psalmen vor so einer langen Zeit geschrieben wurden, kann man sie heute noch im Leben anwenden. It speaks so vividly into our lives. Denn es spricht auf lebendige Art in unser Leben. So let us understand a little bit about this amazing book. Lass uns ein bisschen mehr darüber verstehen. So in the Hebrew Bible, im Hebräischen, the title for this book is, I don't know if I'm going to pronounce right, but it's Tehillim. Do you know how to pronounce? How's it spelled? Tehillim. Oh, Tehillim. Tehillim. Okay.
Kahillim, das ist der Name im Hebräischen Ja. für die Psalmen. which means praise songs. Und das heißt Lobpreislieder. And the title adopted by the Septuagint, Der Titel kommt aus der that is the Greek Septuaginta, translation of the Bible, was die griechische Übersetzung der Bibel ist. it's Salmoi. Und das heißt dann Salmoi. And that's where we got the Psalms. Und daher kommen die Psalmen. Who wrote this book? Wer hat dieses Buch geschrieben? Lots of people. Yeah, lots of people. So some Psalms there is no indication of who wrote it, right? Bei manchen Psalmen wissen wir nicht, wer sie geschrieben hat. But you saw through your readings that under the title you have the actual title there where it states who wrote it, or sometimes it doesn't have it. Aber meistens habt ihr unter dem Titel den eigentlichen Titel und da steht auch der Verfasser, wer den Psalm geschrieben hat. Yeah. So the actual title is under the title that is in your Bible. Yeah, for that psalm. Also die eigentliche Überschrift ist unter dem Titel oder unter dem Psalm. So because some psalms doesn't contain a title, some scholars will call it orphan songs. Also da, wo kein Titel drüber steht, nennen Autoren das den weißen Psalm. Yeah, it's cute. Orphan songs. We know that Moses wrote Psalm 90. Wir wissen, dass Mose den 90. Psalm geschrieben hat And David composed at least 73 psalms. und 73 Psalmen sind von David. Mostly the entire first book of Psalms was composed by Moses. Also Not Moses, David, sorry. das ganze erste Buch der Psalmen ist von David geschrieben worden. Yeah. We also see that Asaph wrote it. Wir haben auch Asaph als Autor. Throughout the Bible, we see this name being mentioned many times, Asaph. Während wir die Bibel lesen, sehen wir Asaph immer wieder. But most likely, this Asaph is the one that is being mentioned in 1 Chronicles 6, 24. Und wenn wir über diesen Asaph lesen, dann finden wir den auch in 1. Chronik 6, 24. He was one of the leaders of the group of the temple singers, Er war ein Leiter der Tempelsänger, established by David. der von David eingesetzt wurde. Asaph appears as a worship leader in 1 Chronicles 15, 17 and verse 19. Asaph war auch Lobpreisleiter in 1. Chronik 15, Vers 17 und Vers 19. Yeah, and in 1 Chronicles 16, 5. Yeah, 16, 5. Im 1. Chronik 16, Vers 5. He is in charge of the music when the ark was brought back to Jerusalem. Da ist er derjenige, der sich um die Musik gekümmert hat, als die Bundeslade zurück nach Jerusalem gebracht wurde. And we see that this Asaph was left as a minister of the ark. Wir sehen, dass Asaph ein Diener war an der Bundeslade. And in 1 Chronicles 25, Im 1. Chronik 25 indicates that Asaph was involved in leading the music guild. da können wir lesen, dass Asaph der Leiter der Musikgruppe war. Yeah. So he was one of the worship leaders. Er war einer der Lobpreisleiter. We also see Psalms of Korah's descendants. Wir können auch Psalmen lesen, die von den Nachkommen Korachs sind. They were responsible for 10 of the Psalms. Die haben 10 Psalmen geschrieben. The evidence is that indicates that the evidence is that these Psalms came from Korah, comes from Chronicles. Woher wir wissen, dass diese Psalmen von Korach sind, das ist in Chronik. In 1 Chronicles 6:22, there is a list of the descendants of Korah. In 1. Chronik 6,22 gibt es eine Liste, dessen Nachkommen, der die Nachkommen Korachs If sind. you remember, Korah was one of the Levite clans responsible for the sanctuary. Wenn ihr euch daran erinnert, war Korach aus dem Stamm der Israeliten. Yes. Is Der that Leviten. Korah or Kohath? Like there's Korah. Korah, the guy who was burnt up. Korah. Okay, I just want to make Yeah, sure. sorry. Okay. Ja. Yeah.
And then in 1 Chronicles 6:33, Im 1. Chronik 6. they are included in the group that was organized by David for the music in the sanctuary. Da waren sie die Organisatoren der Gruppe, die David in den Tempel geschickt hat. Yeah. Yeah. Solomon wrote probably Psalms 27 and perhaps wrote Psalms 127 and perhaps Psalm 72. Salomo hat wahrscheinlich 2 Psalmen geschrieben, 127 und 72. Then we have this guy, this name you mentioned, Heman is Hattite, who wrote Psalms 88. Dann haben wir jemanden, den Esrafita, der Psalm 88 geschrieben hat. What was his name? Heman. Okay. Yeah. Okay. And Ethan, the Israelite as well, composed Psalm 89. Und ein anderer Esrafita, Ethan, der Psalm 89 geschrieben hat. So the earliest psalm that we have was the one composed by Moses, is Psalms 90. Den ältesten Psalm, den wir haben, ist 90, der wurde von David And it's geschrieben. most likely that it, oh yes. And which psalm did Heman write? Jemand? 88. 88. Yes. Did you say David? Psalm 90? No. Oh, ja, okay, von das letzte. Okay. Also Mose hat Psalm 90 geschrieben. Yeah. Mose And 90. 90 or 19? 90. 90. No, I'll just. And it's probably this psalm is dated back to 1405 BC. Und dieser Psalm wurde wahrscheinlich 1405 vor Christus geschrieben. Those that David composed who have originated between 1020 to 975 BC. Und die Psalmen von David wurden um die Zeit 1020 bis 975 vor Christus geschrieben. Asaph was also a contemporary of David, so probably at the same time. Asaph hat seine Psalmen auch ungefähr zur gleichen Zeit wie David geschrieben. Solomon's psalm seems to have been produced about 950 BC. Die Psalmen Salomos wurden um die Zeit 950 vor Christus geschrieben. And Korah's descendants, as well as this guy Heman and Ethan, probably lived after David and Solomon. Und die Leute Korah, Heman und Ethan haben wahrscheinlich nach der Zeit Davids und Salomos gelebt. But the specific date we cannot, we don't have evidences for it. Aber wir wissen nicht die genaue Zeit, wann die geschrieben wurden. But since this guy Heman and Ethan are connected with Ezra, Aber Heman und Ethan waren in Verbindung mit Esra. they probably lived after the exile, after the people came back from the exile from Babylon. Deshalb vermutet man, dass sie zu der Zeit nach dem Exil gelebt haben, also als die Leute zurückgekommen sind. Yeah. So we can date some of the Psalms. We can date some of the Psalms that doesn't contain information. Yes. When did David write his? The dates. Do you want? Yeah. So from 1020 What? to 975 BC. 1020 bis 975. And he wrote Psalms 127 and, Bis 975. well, okay. You read David it? I mean, he wrote 73 of them, which is why I'm confused. Yeah. Who wrote wrote Psalms 127? Solomon. Solomon? Salomon. Yeah. Oh, 127 and 72. And perhaps 72. okay. Okay. A lot of things. Yeah, some of the Psalms that doesn't have information. In manchen Psalmen finden wir keine Informationen. Scholars will try to guess when they were written. Also über die Zeit, wann die geschrieben wurden, auch wenn Leute das versuchen rauszufinden. For example, Psalms 2. Zum Beispiel Psalm 2. Many people believe that David wrote it. Viele Leute glauben, dass David den geschrieben hat. And Psalms 33 as well.
Und Psalm 33 auch. even though his name is not being mentioned. Auch wenn sein Name da nicht erwähnt wird. Also with Psalms 126 and 137. Auch Psalm 126 und 137. Why don't you believe that David wrote that? Because of the language style. Wegen der Sprache, im Sprachstil. It's an assumption, but it's because of the language. Das ist eine Annahme aus der Sprache. Psalms 126 and 137 Psalm 126 und 137. probably was also a late composition Das wurde auch später erst zusammengesetzt. after the return from Babylonian exile. Nachdem das Exil aus Babylon zurückkam. Yeah. So most of the Psalms were written between 1000 to 450 BC. Die meisten Psalmen wurden also zwischen 1000 und 450 vor Christus geschrieben. Yeah. There are some internal evidences in the book of Psalms that the Jews collected these individual psalms and compiled it into groups in different stages. This process took different stages in many years. Also wir finden Anzeichen darüber, dass die Psalmen in einer bestimmten Zeit zusammengesetzt wurden und es hat einige Zeit gedauert. Und es hat über verschiedene Stadien, oder es musste bestimmte Level durchlaufen. The oldest record that we have for the book of Psalms was found in the Dead Sea Scrolls. Die ältesten Beweise, die man über die Psalmen hat, sind in den Schriftrollen des Toten Meeres. That dates back to the 1st century AD. Und das war in dem 1. Jahrhundert nach Christus. And it's generally agreed that the final form of the book of Psalms was probably about 400 BC. Und wann die Psalmen schlussendlich zusammengesetzt wurden, war wahrscheinlich 400 vor Christus. So it's so cool to see how the book of Psalms covers a period about 1,000 years. Und es ist echt schön zu sehen, wie die Psalmen in einer Zeit von 1000 Jahren geschrieben wurden. Starting from the time of Moses until the return from exile. Was bei der Zeit Moses anfängt bis zur Zeit nach dem Exil. And keep that in mind as well when you read Psalms. Erinnert euch auch immer wieder daran, wenn ihr die Psalmen lest. Because the message is trying to be portrayed not through one chapter but the entire book. Denn da soll eine Botschaft rübergebracht werden, nicht durch ein Kapitel, sondern durch das Ganze. The way that the book was arranged is really important. So wie das Buch zusammengesetzt wurde, das ist eine wichtige Botschaft, die es darüber bringen möchte. Yeah. We see that in some Bibles, in translations, the numbers change, like the chapters change. In manchen Übersetzungen sind die Zahlen verändert. But it's a general agreement that there is 150 Psalms. Aber die Übereinstimmung ist auf jeden Fall darin, dass es 150 Psalmen gibt. But the way that they are numbered can change in different languages. Aber Because of different translations. So wie sie durchnummeriert sind, ist es unterschiedliche, je nachdem wie die Übersetzung ist. Yeah. So we see that the book of Psalms deal with a selected event Wir sehen, dass in dem Psalmen nur bestimmte Ereignisse erwähnt werden, that happened during this 1,000 years. die während den 1000 Jahren passiert sind. They provide us with feelings and thoughts, Da geht es um Gefühle und Gedanken. and it's recorded sharing the experiences of these authors. Und die Erfahrungen der Autoren werden dort wiedergespiegelt. And the book of Psalms is this vividly book that connects the individual with the Lord and their relationship with the Lord. Und was man in den Psalmen gut sehen kann, ist die lebendige Beziehung, die die Autoren zu Gott hatten.
The Psalms are an inspired response of human heart. Psalmen sind eine Antwort, die von Gott inspiriert ist. To God's revelation of himself through his law and through history and through prophecy. Auf die Offenbarungen, die Geschichte und Prophetien von Gott. The Psalms are all prayers the Psalms are all prayers written in the Hebrew poetry form. Psalmen sind Briefe, die auf in Hebräisch verfasst wurden. And we need to understand parallelism if you want to understand Hebrew poetry. Wenn wir hebräische Dichtkunst verstehen wollen, was die Psalmen sind, dann müssen wir Parallelismus verstehen. I will send the slides, so I don't think we need to copy. So, yeah. Ihr werdet die PowerPoint bekommen, also müsst ihr jetzt nicht alles mitschreiben. So the rhythm of thoughts and forms is a rhythm of thoughts and forms, and rather than sounds. This is what is parallelism. Also ein Parallelismus ist eine Reihe von Gedanken und von Formen mehr als Laute. And we see that the author is trying to explore this idea from different angles. Und der Autor versucht, die Vorstellung aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. And we have we have some types that is more common in Psalms, types of parallelism. Und es gibt Parallelismen, die sind gewöhnlicher in den Psalmen. The first one is synonymous. Das erste sind die Synonyme. So we see that the first line is repeated on the second. Also da können wir lesen, dass die erste Zeile, der erste Vers im zweiten wiederholt ist. Yeah, you have an example from Psalm 27. Also ein Beispiel habe ich hier aus Psalm 27. This says, Yahweh is light and salvation, who shall I fear? And then the other line says, Yahweh is the stronghold of my life, of whom shall I be afraid? Also in dem ersten Vers steht, Jahwe ist mein Licht und meine Errettung, vor wem soll ich mich fürchten? Und in dem anderen Vers, Jahwe ist der Fels meines Lebens, vor wem soll ich Angst haben? The next type of parallelism is antithetic. Der nächste Parallelismus, also die Form ist antithetisch. The second line will state an opposition to the first one. Wo der zweite Vers der Gegensatz ist zu dem ersten. Yeah. So this is from Proverbs. This is the example from Proverbs. Das Beispiel ist aus den Sprüchen. Yeah, I can give you an example from Psalms. Psalms 1, verse 6. Psalm 1, Vers 6. Yeah. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Yeah. This is a contrast. Über die Wege der Gottesfürchtigen wacht der Herr, die Wege des Gottlosen aber führen ins Verderben. Das ist ein Gegensatz. We also have an inverted parallelism. The parts in the second line are in reverse order from the first. Also ich glaube, es ist sowas wie ein eingefügter Parallelismus, wo der zweite Teil auch wieder im Gegensatz ist zu dem ersten. O Yahweh, do not forsake me, be not far from me, O my God. O Jahwe, verlass mich nicht, sei nicht fern von mir, mein Gott. Then we have developmental parallelism. Dann haben wir einen sich entwickelnden Parallelismus. Yeah, the second line simply builds on the idea of the first one. Der zweite Vers baut auf der Vorstellung und die Idee auf, der im ersten gegeben wird. You broaden the path beneath me so that my ankles do not turn. Du hast den Pfad neben mir ausgedehnt, sodass ich nicht falle. So it's important to observe these parallelisms while you are interpreting Psalms. Es ist wichtig, auf diesen Parallelismus zu schauen, wenn ihr die Psalmen auslegen wollt. Because if you don't observe what the author is trying to do, you can interpret it in the wrong way.
Denn wenn ihr nicht versteht, was der Autor sagen möchte, dann könnt ihr es falsch interpretieren. For example, someone can conclude that the writer is trying to make an important distinction Oder es kann sein, dass der Autor was Bestimmtes rüberbringen möchte, when actually he's trying to just restate the same idea. aber eigentlich möchte er nur Dinge nochmal klar machen und verdeutlichen. Or try to expand or explain something. Oder zum Beispiel eine Idee nochmal klarer darlegen möchte. Yeah. And you're going to see throughout Psalms that apart from that you have other styles of language, like linguistic styles. Und ihr werdet noch andere sprachlichen Mittel finden in den Psalmen. You have word pairs, you have chiasms, inclusions, repetitions. Du hast zum Beispiel Wortpaare, du hast den Chiasmus, Dinge, die eingeschlossen werden, Wiederholungen. You have acrostics. Ja, und Akrostiken. What's the difference between an inverse parallelism and chiasmus? The structure. Die Struktur ist der Unterschied zwischen einem Like, Invertierten Parallelismus und einem chiasmus. I need to get the board. I can show you a example. Okay. If you open Psalms 67, Öffnet mal Psalm 67, verse 1 to 2. Vers 1 bis 2. Maybe you don't need to write on the board. Okay. Also it word ist umgekehrt oder So, vertauscht. Psalm 67. Psalm 67. This is a chiasm in the entire book, entire Psalm. Da ist ein Chiasmus in dem gesamten Psalm. So A, verses 1 to 2, A ist in den Versen 1 bis 2. and then we have verse 3. So verses 1 say, "May God be gracious to us and bless us, and make his face shine upon us, that your way may be known on the earth, your saving power among all the nations." And then verse 3, "Let the people be praise you, God, O God, let all the people praise you." So this is B. Also wir haben hier A in den Versen 1 und 2 und B in den Versen 3. Soll ich nochmal lesen oder habt ihr mitgelesen? And then we have verse 4, that is the central message. In Vers 4 ist die zentrale Aussage. "Let the nations be glad and sing for joy, for the judge of the people will with equity and guide the nations upon the earth." And then we have verse 5, that is paralleling with this. Und jetzt haben wir Vers 5, das ist die Parallele zu Vers "Let 2. the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you." So this verse 5. Is this structure. And then we finish. "The earth has yielded in its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless us. Let all the ends of the earth fear him." So this, when you talk about chiasm, it's in the bigger portion of the text. Parallelism is in the same verse. They're opposing or they're supporting the same idea. Also ein Chiasmus ist immer in einem größeren oder längeren Text aufgebaut und zwar so. Und der Parallelismus ist meistens in 2 Versen und dann hast du entweder, dass die Aussage unterstützt wird in dem nächsten Vers oder im Gegensatz steht. Yeah. So you're gonna see that's being shown like with different many chapters of a book that they are doing a chiastic structure.
But when we talk about parallelism,